Ja, das olle Belichtungsdreieck, werdet ihr euch denken, was will er denn über das jetzt noch erzählen? Das ist doch ein alter Hut. Ja, das Belichtungsdreieck ist nicht zu Unrecht eines der bekanntesten Modelle im Zusammenhang der Fotografie, denn es zeigt sehr schön den Zusammenhang zwischen den drei Parametern, die Blende, die Belichtungszeit und dann auch die Sensorverstärkung oder ISO, wie man auch dazu sagt. Mein Problem ist aber, dass dieses Belichtungsdreieck ganz oft falsch oder unrichtig dargestellt wird und es gar nicht so richtig herauskommt, wie der Zusammenhang zwischen diesen drei Parametern ist und damit der Wert des Belichtungsdreiecks eigentlich gar nicht so wirklich rüberkommt. Und ich habe mir schon lange vorgenommen, ich möchte einmal erklären, wie ich das Belichtungsdreieck sehe und vor allem, wie ich es auch verwende. Und dazu habe ich eine kleine Tafel mitgenommen und da möchte ich euch einmal zeigen, was ich damit meine. Meistens wird das Belichtungsdreieck einfach aufgezeichnet. Man sagt dann, okay, da haben wir die Blende, da haben wir die Belichtungszeit und herunten haben wir beispielsweise die ISO. Immer in diese Richtung hinüber wird das Bild heller, das heißt, bei der Belichtungszeit werden wir länger, bei der ISO werden wir empfindlicher und bei der Blende werden wir größer. Und dann sind die meisten aber auch schon fertig mit dem Belichtungsdreieck. Meistens gibt es dann noch da so schöne Grafiken herum, die uns irgendwie zeigen sollen oder veranschaulichen sollen, dass zum Beispiel der ISO-Wert, wenn er größer wird, das Bildrauschen zunimmt. Warum das so ist eine andere Geschichte, möchte ich jetzt nicht näher darauf hingehen. Oder dass die Blende, wenn die Blende größer wird, die Tiefenschärfe etwas enger wird oder auch, dass, wenn die Belichtungszeit länger wird, natürlich die Bewegungsunschärfe zunimmt, sei es die Bewegungsunschärfe durch das Bewegen des Objektes oder durch das Bewegen der Kamera, ganz egal. Aber aus diesem Belichtungsdreieck kann man meiner Meinung nach noch nicht erkennen, wie der Zusammenhang der einzelnen Werte, die man da auf diesen drei Skalen aufträgt, tatsächlich ist. Da gibt es dann manche noch, die machen dann so irgendein Dreieck hinein, die sagen, okay, wir nehmen an dieser Blendenwert, diese Belichtungszeit und dieser ISO-Wert, das ergibt dann dieses Dreieck, malen dann ein Dreieck hinein, was das Ganze noch verwirrender macht, meiner Meinung nach, weil das hat jetzt diese Fläche, hat das irgendwas mit der Belichtung zu tun, der Zusammenhang zwischen den einzelnen Messgrößen erschließt sich mir daraus nicht. Manche nehmen dann auch einen Punkt irgendwo in der Mitte und sagen, das wäre jetzt meine Belichtung, ziehen dann irgendwelche Striche da von der Skala her, alles irgendwie, ja, willkürlich schaut es aus und macht nicht wirklich irgendwo klar, was dieses Belichtungsdreieck tatsächlich darstellen soll. Ich möchte das sehr viel einfacher erklären. Wir brauchen da nicht irgendwelche diese Skalen, weil das Belichtungsdreieck dient nicht dazu, uns zu erklären, welchen Effekt diese einzelnen Werte haben, sondern ganz einfach nur dazu zu erklären, wie die einzelnen Werte miteinander in Zusammenhang stehen. Und dazu löschen wir jetzt einmal diese komische Grafik da wieder weg, die uns ohnehin nichts bringt. Und wir machen das viel einfacher. Wir haben drei Skalen. Schauen wir uns einmal zuerst die Skalen einmal an. Wir haben einmal da die Blende. Dann haben wir den ISO-Wert. Ich mache es jetzt absichtlich untereinander. Ja, vielleicht sollte man es zumindest so hin tun, dass man es auch lesen kann. Und dann haben wir noch die Belichtungszeit. Und wesentlich bei den Skalen ist jetzt, dass ein Step, ein sogenannter Step, es gibt da leider keinen guten deutschen Ausdruck oder auch, finde ich, auch keinen guten englischen Ausdruck. Man meint quasi eine Belichtungsstufe, das ist so ein abstrakter Wert, der zum Beispiel definiert ist, indem man mit der Belichtungszeit um das Doppelte hinaufgeht. Also ich gehe von einer Hundertstel auf ein Fünfzigstel, von einer Achthundertstel auf ein Vierhundertstel. Ich verdopple die Belichtungszeit, lasse damit, bei der Belichtungszeit ist das relativ anschaulich, die doppelte Lichtmenge auf meinen Sensor wirken, auf meinen Film wirken. Das heißt, ich habe ein doppelt so helles Bild. Und diese Bildwirkung möchte ich jetzt auch bei den anderen Messwerten haben, bei den anderen Parametern haben, wenn ich um einen Step weitergehe. Beim ISO ist es wiederum eine Verdoppelung, das heißt von ISO 100 auf ISO 200 ist eine Verdoppelung der Lichthelligkeit. Entspricht genau dem gleichen Step, den ich hier mache, was den Effekt für das letztendliche Bild betrifft. Und bei der Blende ist es interessanterweise auch so, dass eben ein Step, den ich da habe, die Lichtmenge verdoppelt. Interessanterweise haben wir aber dann nicht eine Verdoppelung des Wertes. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass der Blendenwert ja selbst ein Bruch ist aus der Brennweite und dem Durchmesser. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Objektiv habe mit Brennweite 100 und habe drinnen eine Blendenöffnung, die 25 cm groß ist, dann ist das 100 dividiert durch 25 Blende Nummer 4. Das gleiche wäre, wenn ich ein Objektiv mit 40 mm Brennweite hätte und dort dann eine Blende, die nur 10 mm groß ist, wieder 40 durch 10 ergibt auch Blende 4. Das erleichtert die Vergleichbarkeit, weil ja ein Teleobjektiv von seiner Bauart her schon weit weniger Licht auf den Sensor bringt wie ein Weitwinkelobjektiv. Das Tele nimmt nur einen schmalen Ausschnitt der Wirklichkeit, projiziert das auf meinen Sensor. Das Weitwinkelobjektiv nimmt einen großen Lichtkegel
auf aus meiner realen Welt und projiziert das auf den gleichen Sensor. Da ist natürlich sehr viel mehr Licht da, wenn ich einen Weitwinkel nehme, als wenn ich ein Tele nehme. Wenn ich da immer nur den absoluten Blendenwert nehmen würde, dann hätte ich keine Vergleichbarkeit, weil die Lichtmenge dann ja auch unterschiedlich wird. Blende 10 mm beim Tele ist eben ganz was anderes als 10 mm bei einem Weitwinkelobjektiv. Natürlich müsste man genau genommen auch noch die Glasqualität und solche Dinge auch mit in Betracht ziehen. Aber um größenordnungsmäßig eine Vergleichbarkeit zu haben, ist die Blende eben als Bruchzahl definiert, die Brennweite dividiert durch die Größe der Blende, die dann tatsächlich physisch drinnen ist. Das ergibt den Blendenwert. Und daraus ergibt sich auch, dass wir hier eine Verdoppelung der Lichtmenge nicht bei einer Verdoppelung des Blendenwertes haben, sondern da gibt es eben diese komischen Blenden 16, 11, 8, 5,6. Ihr kennt es ja wahrscheinlich eh schon. Aber auch hier ist zu sagen, ein Step ergibt hier eine Halbierung oder eine Verdoppelung der Lichtmenge, je nachdem, in welche Richtung man eben geht. Und jetzt bauen wir aus diesen Skalen da unser Belichtungsdreieck, unser Ding, das wir uns näher anschauen wollen. Ich habe das jetzt bei mir so gewählt, an und für sich ist es egal, welche Messgröße man auf welcher Seite macht. Ich habe es halt so gemacht, dass ich, ein bisschen schauen, dass das da schön sitzt, dass ich links da die Blende habe, die Blendenwerte, oben die kleinste Blende, unten die größte Blendenöffnung, dann haben wir in der Fußzeile herunten, in der Basis des Dreiecks unseren ISO-Wert. Und da ist es auch wichtig, dass man die Skalen so anlegt, dass sie immer gleich funktioniert. Das heißt, wenn ich mich da im Kreis bewege, dann ist von Blende 16 auf Blende 2, kommt immer mehr Licht hinein, das Bild würde immer heller werden. Beim ISO-Wert ist es so, dass es an und für sich ja nur die Verstärkung ist oder die Filmempfindlichkeit, aber auch da, wenn wir in diese Richtung weitergehen, haben wir von 100, 200 bis zu 3200, 6400 immer eine stärkere Filmempfindlichkeit oder Sensorverstärkung, je nachdem, ob ich analog oder digital denke. Jedenfalls wird das Bild in diese Richtung heller. Und auch hier bei der Belichtungszeit fange ich an bei der 1600 und gehe hinauf bis zur 25. Damit habe ich in diesem Kreis immer ein helleres Bild, wenn ich mich in diese Richtung bewege. Jetzt ist es natürlich mit den Skalen alleine nicht getan, denn irgendwie müssen wir ja auch noch bestimmen, welcher Wert da gesetzt ist. Naja, wie macht man das am besten? Wenn wir an eine Uhr denken, naja, da haben wir Zeiger. Das heißt, wir werden auch da irgend sowas brauchen wie Zeiger, die in einer Weise dann uns anzeigen, welchen Wert jetzt wir tatsächlich gewählt haben und wie der Effekt dieses Wertes auf die anderen Werte ist. Und diese Zeiger, man kann sich schon vorstellen, wir haben 3 Skalen, brauchen wir also ein Zeigersystem, das aus 3 Zeigern besteht, ähnlich wie bei einer Uhr, wo wir auch Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger haben. Und bei der Uhr ist es ja auch so, man kann diese Zeiger nicht willkürlich bewegen, wie man möchte, sondern da gibt es eben einen Mechanismus, der einen gewissen Zusammenhang einfach erfordert. Das heißt, ich kann den Sekundenzeiger, wenn ich den einmal rundum zeige, dann kann der Minutenzeiger in dieser Zeit nur ein Sechzigstel sich weiter bewegen. Das ist einfach durch die Mechanik so gebaut und so gewollt. Ähnlich haben es wir jetzt hier bei unserem System, da ist es aber sehr viel einfacher. Was damit zusammenhängt, dass wir eben die Skala so gewählt haben, dass ein Step auf jeder Skala immer in Bezug auf die Belichtung des eigentlichen Bildes immer das gleiche tut. Wir haben hier unsere 3 Zeiger. Ich habe da so kleine Holzstäbchen vorbereitet und diese 3 Zeiger hängen alle auf dem gleichen Rad. Ich habe da einfach so ein Holzrad mir gemacht und da werde ich jetzt die Zeiger hoffentlich richtig da hineinstecken. Zeiger Nummer 1, dann Zeiger Nummer 2 ist dieser hier. Nehme ich mal an, ich habe die auf einer Seite etwas abgespitzt, damit die da hineinpassen. Darum muss ich ein bisschen schauen, welche Seite ich hineinstecke. Und dann Zeiger Nummer 3. Schaut jetzt nur ein bisschen komisch aus, aber wir haben da jetzt ein sehr schönes Zeigerwerk, das uns dabei hilft, jetzt dieses Belichtungsdreieck besser zu verstehen. Und diesen Zeiger werden wir da jetzt einfach einmal draufsetzen. Ich treffe quasi eine Annahme. Aber bevor wir da weitergehen, müssen wir uns noch anschauen, wie dieser Zeiger in unserem Modell jetzt arbeiten kann. Grundsätzlich gibt es da 2 Möglichkeiten. Ich kann diesen Zeiger, dieses Ganze, es ist nicht fest genug. Ja, wird schon halten. Ich kann diesen Zeiger einfach verschieben oder ich kann diesen Zeiger drehen. Das sind 2 unterschiedliche Bewegungen, die auch in unserem Modell unterschiedliche Bedeutungen in Bezug auf die Realität, die dieses Modell abbildet, haben werden.
Beginnen wir einmal damit, dass wir unseren Zeiger nur verschieben. Das heißt, ich nehme zum Beispiel an, ich habe da jetzt eine Belichtung ausgewählt, die mir eine gute Belichtung meines Fotos ermöglichen würde. Ist jetzt quasi eine Annahme, dass wir ein Foto machen können. Wir belichten mit der Blende 5,6 mit einer Belichtungszeit von 1/2 Hundertstel und haben dabei ISO 800 eingestellt. Jetzt könnten wir sagen, naja, ISO 800 ist mir etwas zu viel, ich möchte lieber runtergehen auf 400 oder 200. Dann können wir jetzt einfach einmal schauen, was passiert, wenn wir uns diesen Zeiger einfach rüberschieben von 400 auf 200. Dann sehen wir, dass wir jetzt hier plötzlich mit der Blende herunten sind, aber auch mit der Belichtungszeit sind wir zwischen ein 200stel und ein Hundertstel. Das heißt, diese beiden Werte haben sich auch bewegen müssen, nur weil wir die ISO hier verändert haben. Wenn ich jetzt wieder zum Ausgangspunkt zurückgehe und jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte den ISO-Wert verändern, aber die Blende soll bitte gleich bleiben. Das heißt, dann kann ich meinen Zeiger nur so verschieben, dass ich ja den Blendwert gleich lasse und dann sehen wir schon, was passiert. Wenn ich da zurückgehe, dass ich da zu 400 komme, dann bin ich gleichermaßen auch mit der Belichtungszeit etwas kürzer geworden. Das heißt, ich habe die Blende gleich gelassen, bin mit dem ISO-Wert auf den weniger empfindlicheren Wert 400 runtergegangen. Das heißt, ich habe die Lichtmenge hier halbiert. Dann muss ich im gleichen Gegenzug auf der anderen Seite mit der Belichtungszeit doppelt so lang werden, von 200 auf Hundertstel, damit im Endeffekt die Belichtung wieder stimmt. Das heißt, mit dem Schieben kann ich alle Möglichkeiten oder alle Varianten, die es hier gibt, einfach durcharbeiten. Ich kann zum Beispiel auch schauen, ich möchte die 200stel behalten. Was passiert, wenn ich da hinunterschiebe und hier einen weniger hohen ISO-Wert habe? Naja, dann muss ich eben mit der Blende weiter aufmachen, denn ich habe durch die Verschiebung des ISO-Wertes hier von 800 auf 400 eine wenige starke Verstärkung des Signals, eine halb so starke Verstärkung des Signals oder wenn es ein Analogfilm wäre, einen halb so empfindlichen Film. Also muss ich bei der gegebenen Aufnahme meine Blende etwas aufmachen, um einen Stop, um genau das hier zu kompensieren. Und das ist eine ganz wesentliche Sache beim Belichtungsdreieck, dass ich eben dieses Zeigerelement hier habe, das mir anzeigt, ja, was habe ich denn für Belichtungen, wie ist dann der Zusammenhang zwischen den einzelnen Werten. Wenn ich da hier meinen Belichtungspunkt verändere, dann habe ich bei einer gegebenen Belichtungssituation einfach andere Werte nachzuziehen. Ich kann nicht sagen, ich verändere nur einen Wert alleine und die anderen lasse ich gleich. Das geht einfach nicht, weil dann müsste ich ja mein Zeigerelement drehen. Und das ist gleich die nächste Frage. Wir wissen jetzt, was das Verschieben dieses Zeigerelementes bedeutet, nämlich einfach eine andere Alternative dieser drei verschiedenen Werte, die die gleiche Belichtung ergeben wie die Ausgangsbelichtung. Das Drehen, das können wir uns überlegen, was passiert, wenn ich jetzt hier zum Beispiel drehen würde, bis alle drei Zeiger zu dem nächsten Stop gehen. Das heißt, ich bin mit meiner Belichtungszeit von 200stel auf ein Hundertstel hinaufgegangen, also eine doppelt so lange Belichtungszeit. Ich bin von der Blende von 5,6 auf 4 gegangen. Auch hier haben wir den gleichen Effekt. Wir haben eine stärkere Belichtung, eine größere Blendenöffnung, kleinerer Wert, größere Öffnung und wir verstärken das Signal auch doppelt so stark. Wir sind von 800 auf 1600 gegangen. Das heißt, wir haben jetzt eine andere Belichtung, eine sehr viel hellere Belichtung. Und da kommt es jetzt darauf an, ist das gewollt, dann ist das eine Belichtungskorrektur. Ich habe zum Beispiel eine Schneelandschaft fotografiert. Die Automatik versucht mir da immer eher Richtung Neutral-Belichtung zu gehen. Das heißt, sie wird den Schnee etwas unterbelichten, damit das eben Richtung Neutralgrau geht. Und dann kann ich sagen, na, pass auf, der Schnee soll aber weiß sein. Ich nehme eine Belichtungskorrektur vor und drehe mein Zeigersymbol etwas gegen den Uhrzeigersinn. Wenn das nicht gewollt ist, wenn das einfach so passiert, naja, dann ist das jetzt eine Überbelichtung. Dann habe ich einfach zu viel Licht im Sensor. Und analog natürlich, wenn ich in die andere Richtung gehe, kann ich auch machen. Da steht nur mein Sensor da ein bisschen an. Dann habe ich das Problem, dass ich unterbelichte, denn ich bin von meiner guten Belichtung von einem 200stel auf ein 400stel gegangen. Gleichzeitig habe ich die Verstärkung hinuntergedreht und auch die Blende zugemacht. Aber ich muss natürlich nicht immer das ganze Rad da am Punkt drehen. Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, was wir zuerst gesagt haben, meine Ausgangsbelichtung, ich möchte jetzt aber Blende 8 haben und diese Werte sollen bleiben, wie sie sind. Naja, das kann ich schon machen, aber wenn ich das mache, dann verdreht sich eben mein gesamtes Zeigerelement ein wenig, geht ein bisschen nach rechts und nach rechts haben wir gesagt, das ist eine quasi weniger starke Belichtung, eine etwas Unterbelichtung. Ich kann das schon machen, aber mein Bild wird etwas dunkler werden. Genauso, wenn ich jetzt diese Werte dabei belasse und sage, ich gehe mit der Blende aber hinauf, ich möchte meine Blende ganz aufmachen, vielleicht, das geht jetzt in meinem Element da gar nicht mehr ganz gut durchzuführen. Das geht schon, ich habe immer noch ISO, ich
Ich habe immer noch ISO 800, ich habe immer noch meine 200. Ich habe aber die Blende jetzt auf 2 ganz aufgemacht. Na, da sieht man schon, wir sind von der ursprünglichen Orientierung des Zeigersymbols in eine Drehung hineingekommen. Wir haben nach links gedreht, das heißt, wir haben eine Belichtungserhöhung, wir haben eine Überbelichtung oder eine Belichtungskorrektur ins Positive, je nachdem, ob das gewollt oder ungewollt ist. Und diese Elemente gemeinsam, so kann man sich das Belichtungsdreieck anschauen und auch am Belichtungsdreieck überlegen, ganz ohne Fotoapparat, ohne dass man ein Belichtungsmesser braucht oder sonst was, wie wirken sich denn die einzelnen Werte auf mein Foto aus, wenn ich sie verändere. Ja, ich hoffe, das war ein wenig hilfreich für euch und auch ein bisschen informativ, wie man das Belichtungsdreieck tatsächlich verwenden kann. Diese Skalen hier und auch so ein Zeigerelement aus Papier habe ich als PDF für euch vorbereitet und das könnt ihr in den Videobeschreibungen gerne herunterladen und euch selber ausschneiden. An und für sich genügt es ja, wenn man das einfach auf den Tisch auflegt, so ein Dreieck draus macht und dann ein bisschen experimentiert, wie die Veränderung eines Wertes einfach sich auf die anderen Werte auswirkt. Somit bleibt mir nur, euch viel Spaß beim Experimentieren, aber auch beim Fotografieren zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal. Ciao und pfiat euch!